Is it possible for me to serve you in any way from this part of the world? Trust me, dear Mirza, I'm a sincere friend of yours. These are the words written by Miss Caroline from Germany. In 1907, she wrote a letter of support to the promised Messiah alayhi salam. By the grace of God, Germany is one of those countries where the message was received in the life of the promised Messiah alayhi salam. Hence, we can proudly say that the beginning of accepting Ahmadiyya as the true Islam in Germany was by one of our sisters. Today we have with us those other sisters who were guided by Allah in recognizing the true Islam. Let's go talk to them and find out how their journey began. Mein Name ist Dalila Malik. Auch wenn wir christliche Gläubige in der Familie haben, habe ich eher einen atheistischen Hintergrund. Warum ich zum Islam gekommen bin, liegt daran, dass wir sehr viele muslimische Mitschüler in der Schule hatten und man eben durch die Kontakte erfährt, was der Unterschied zwischen Christentum und Islam ist. Zum Beispiel jetzt das Schweinefleischgebot, dass man es nicht essen soll. Und dadurch habe ich mir mein Wissen mehr angeeignet und es hat mich einfach interessiert, weil Religion schon immer in der Jugendzeit für mich eine Rolle gespielt hat. Besonders der heilige Prophet Mohammed und seine Charaktereigenschaften fand ich sehr beeindruckend, zeugte von hohen moralischen Werten. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, dass er in einer Versammlung war mit mehreren Menschen und er hat Datteln geschenkt bekommen und bevor er diese Datteln selbst gegessen hat, hat er sich umgeschaut, wie viele Personen anwesend waren und hat die Datteln in der Gemeinschaft verteilt und erst dann seine eigenen Datteln auch gegessen. Das sind für mich einfach ganz besondere Merkmale von einem Menschen, was mir auch gezeigt hat, dass der heilige Prophet Mohammed einfach eine Beziehung zu Gott haben muss. Ich bin dann deswegen auch zum Islam übergetreten. Kurz darauf wurde ich auch schon gefragt, welche Muslimin ich denn jetzt bin, welcher Gruppierung ich angehöre. Das war für mich dann seltsam. Okay, es gibt Gruppierungen und ich habe mich dann für das Sunnitentum entschieden. Als ich Sunnitin war und den Islam auch praktiziert habe, ich habe mir auch selbst das Gebet eben beigebracht. Nach einem Jahr mich entschlossen, das Kopftuch zu tragen, habe ich trotzdem schnell gemerkt, dass der Islam, so wie er geschrieben steht, wahrhaftig ist, aber mir hat immer eine Lebendigkeit gefehlt. Darauf bin ich auch durch andere Umstände in einem Chatforum im Internet gewesen, wo ich dann eben auf sehr schöne Gedichte gestoßen bin, die selbst gedichtet waren. Das hat mich sehr beeindruckt. Da habe ich dann auch Kontakt aufgebaut und durch diesen Kontaktaufbau auch schnell festgestellt, dass da eine ganz besondere Liebe dahinter sich befindet, und zwar die Liebe zu Allah. Oh, mein Herz, mein Das hat mich sehr bewegt und sehr berührt und ich habe nach längerer Zeit dann auch erfahren, dass das die Liebe, die ich hier spüre, dass die auf die Ahmadiyya Moslem Jamaat zurückzuführen ist, weil der verheißene Messias alayhi salam erschienen ist. Es war jedoch auch sehr befremdlich, dass wir zu einer Zeit leben, wo ein Prophet erscheinen sollte. Das hat mich auch etwas beängstigt und beunruhigt und ich wollte diesen Anspruch auf jeden Fall prüfen, ob das denn richtig sein kann. Und habe dann natürlich gedacht, es gibt zwei Quellen, die Allah mir hinterlassen hat. Das ist der Koran und die Hadithe. Und dann brauche ich auch auf niemanden zu hören und kann mich allein darauf verlassen. So gab es eben mehrere Dinge, die mich einfach überzeugt haben und mich dazu gebracht haben, letztlich Ahmadi zu werden und mich der Jamaat anzuschließen. In dieser Zeit hat mich Allah auch unterstützt und mir sehr viel geholfen, aufgrund dessen ich auch dafür gebetet habe, herauszufinden, ob es die Wahrheit ist. Und ich habe dann auch Träume gehabt und auch eine ganz besondere Vision. In meinem Zimmer gab es einen Fernseher, der einfach ausgeschaltet war. Der Bildschirm war schwarz. Beim Nachdenken und darauf schauen ist mir aufgefallen, dass mir plötzlich im Fernseher die Stadt Mekka gezeigt wurde. Ich habe richtig die Minarettsäulen an der Seite gesehen und weiße Menschen haben sich niedergeworfen in die Mitte zu der Kaaba. Das hat mich auch richtig in den Bann gezogen. Ich habe mich richtig darauf fixiert und aus dieser Kaaba ist ein ganz leuchtendes Minarett entstanden, das so hell gestrahlt hat und dass dieses Minarett genau dasselbe Aussehen hatte wie das Minarett in Guardian.
Direkt nach der Vision war mir auch klar und ganz bewusst, dass der Prophet Muhammad sallam, so wie er den Islam gelehrt hat, wahrhaftig ist und dass die Hadithe, die er gegeben hat bezüglich dem verheißenen Messias salam, der in der Endzeit erscheinen soll, sich ausschließlich mit der Ahmadiyya dann bewahrheitet haben. Ich hatte auch dann noch mehrere Träume und auch Zeichen gehabt und das hat mich sehr emotional aufgewühlt, sodass ich auch den Imam angerufen habe direkt in der Moschee und eigentlich am liebsten sofort das Bett ablegen wollte. Und er hat mich erstmal beruhigt und gemeint, nein, liebe Schwester, Sie brauchen jetzt noch ein paar Tage Zeit, überlegen sich erstmal ganz in Ruhe, ob Sie überhaupt der Gemeinde beitreten wollen. Und er hat mich dann beruhigt und es war okay für mich und ich habe trotzdem dann natürlich mein Bett abgelegt und war dann auch sehr erleichtert, dass ich das bis dahin geschafft habe und ja, nun ein Teil der Ahmadiyya-Gemeinde sein durfte. Oh mein Herz, mein Herz. Also es ist für mich auch dann unheimlich wichtig gewesen, den Kontakt zu dem Kalifen zu halten, was ich ja jeden Freitag erleben kann. Dadurch ja dann auch für mich als Muslimin eine Leitung bekommen kann, wie ich denn den Islam in der heutigen Gesellschaft praktizieren kann. Das ist ja diese Lebendigkeit, die ich gebraucht habe im Islam, ne? Ich bin Muslimin gewesen, aber diese Lebendigkeit hat mir gefehlt und nun bin ich eben angekommen. Ich bin angekommen in diesem ganz, ganz lebendigen Islam, den man eben leben möchte, wie es zu Zeiten des heiligen Propheten gewesen sein muss. Jetzt sind diese Schätze der Ahmadiyya-Jamaat für mich natürlich entscheidend, dass ich jetzt schaue, was hat der verheißene Messias salam denn uns hinterlassen. Aber ich denke, mein Weg geht jetzt eben durch diese Leitung unseres Kalifen weiter.